Heute möchte ich euch einen kompakten Überblick über die Kriterien geben, die bei der Auswahl von Gaming-Monitoren eine Rolle spielen. So ist es zum Beispiel wichtig, ob ihr den Monitor nur für den PC oder auch für eine Konsole nutzen wollt. Aber fangen wir bei den offensichtlichsten Punkt an. Zoll und Auflösung. Je höher die Bildschirmdiagonale und Auflösung ist, desto teurer wird der Monitor. Der Grafikkarte ist die Größe des Monitors allerdings egal. Einzig die Auflösung zählt, woraus sich zusammen mit der Diagonale die Schärfe des Bildes ergibt. Zu den üblichen Auflösungen bei 16:9 Monitoren zählen Full HD, WQHD und UHD oder auch gern 4K genannt. 4K-Monitore können auch WQHD oder HD darstellen. Das sieht dann aber nicht so scharf aus wie auf Monitoren mit genau dieser nativen Auflösung. Deshalb sollte man sich vorher überlegen, ob man auch genug Leistung hat, um den Monitor mit entsprechender Auflösung zu füttern. 4K ist aber sicher sinnvoll, wenn man eine PS4 Pro oder Xbox One X anschließen will. Sonderformate wie 21:9 oder sogar 32:9 sehen cool aus und haben auch ihre Anwendungsfälle. So kann das unter anderem für Rennspiele oder Flugsimulationen wirklich nützlich sein. Viele, aber nicht alle PC-Spiele unterstützen zumindest 21:9. Aber das Bild einer Xbox oder PlayStation wird schwarze Balken haben oder verzerrt werden. Eine Alternative zu den oft gebogenen Ultra-Widescreens können auch 2 oder 3 Monitore sein, die mit aktuellen Grafikkarten problemlos gleichzeitig betrieben werden können. Anschlüsse. Nicht alle Monitore haben die gleichen Anschlüsse. Wie auch jeder Fernseher haben viele einen HDMI-Anschluss. Mit dem aktuellen 2.0a Standard lassen sich Ton und Bild bis 4K mit 60 Hz und HDR übertragen. Es kann aber auch sein, dass ein aktueller PC-Monitor nur HDMI 1.4 hat, womit dies nicht möglich ist und sich damit nicht so gut für eine PS4 Pro oder Xbox One X eignet. PC-Spieler sollten in der Regel den DisplayPort-Anschluss wählen, der hohe Auflösung und variable Bildraten unterstützt. Die zweite Wahl ist der DVI-Anschluss, der immerhin noch WQHD mit 60 Hz schafft. Kaum noch anzutreffen ist der blaue analoge VGA-Anschluss, mit dem Full HD noch gut funktioniert, aber nicht so ein gutes Bild liefert wie die digitalen Alternativen. Bildwiederholrate. Der Standard ist 60 Hz, also 60 Bilder pro Sekunde. Inzwischen gibt es auch viele Monitore mit bis zu 240 Hz, um eine noch flüssigere Darstellung für PC-Spieler zu ermöglichen. Diese sind in der Regel ein gutes Stück teurer, besonders wenn sie zusätzlich über Techniken wie FreeSync oder G-Sync verfügen, die die Bildrate der Grafikkarte mit dem Monitor synchronisieren, was über den DisplayPort-Anschluss für eine noch flüssigere, störungsfreie Darstellung ohne Bildreißen sorgt. PlayStation-Nutzer können diese Techniken übrigens nicht nutzen. Mit der Xbox One S und X funktioniert aber immerhin FreeSync. Verzögerung. Kompetitive oder besonders empfindliche Spieler sollten sich Monitore mit einer niedrigen Pixel-Reaktionszeit von 1 bis 2 Millisekunden anschaffen. Für normale Spieler ist ein Grau-zu-Grau-Wechsel von 8 bis 16 Millisekunden völlig in Ordnung. Ein weiterer Wert, der eine direkte Verzögerung zwischen Grafikkarte und Monitor darstellt, ist Input Lag, der auch schon mal 50 Millisekunden betragen kann. Kompetitive Spieler sollten auf einen Input Lag von unter 10 Millisekunden achten. Hier dürft ihr euch allerdings nicht auf den Hersteller verlassen. Meist wird der Wert nicht mal angegeben, also am besten die Modellnummer und Input Lag googeln. Panels. Die Wahl des Panels hat einen Einfluss auf die Reaktionszeit, Farben, Kontraste und Blickwinkelstabilität. So haben günstige TN-Panels meist keine besonders genaue Farbdarstellung, schlechte Schwarzwerte und einen recht kleinen Blickwinkel. Dafür ist die Reaktionszeit hier sehr schnell. Ein Stück langsamer sind IPS-Panel, die dafür allerdings über eine sehr genaue Farbwiedergabe und hohe Blickwinkelstabilität verfügen. Dafür muss man oft mit dem IPS-Glow und Backlight Bleeding in dunklen Szenen leben. Das tiefste Schwarz und die besten Kontraste liefern VA-Panels, die ähnlich schnell wie IPS-Panels sind und auch sehr farbtreu sein können. Der mögliche Blickwinkel liegt zwischen TN und IPS. Darüber hinaus gibt es noch einige weitere Techniken und Optimierungsfeatures, die hier aber zu weit führen würden. HDR.
Wie auch neuere Konsolen unterstützen auch aktuelle PC-Grafikkarten HDR-Spiele mit einem größeren Farbumfang und stärkeren Kontrasten. Hierfür gibt es allerdings keinen richtigen Mindeststandard. Es gibt also mäßige Monitore mit HDR-Logo, die kaum vergleichbar sind mit Geräten, die zum Beispiel den neuen VESA Display HDR 1000 Standard erfüllen. Außerdem solltet ihr prüfen, ob euer Monitor mit dem HDR-Signal von Konsolen über HDMI kompatibel ist. Weitere Features, über die ihr euch vor dem Kauf Gedanken machen solltet, sind: Ist der Monitor höhenverstellbar und drehbar? Sind VESA-Gewinde für Halterung vorhanden? Hat er einen USB-Hub? Oder hat er einen Anschluss für Kopfhörer? Einige PC-Monitore haben auch interne Lautsprecher. Diese sind aber oft nicht sonderlich gut. Lest euch unbedingt Testberichte dazu durch. Um viele Features von den zuvor angesprochenen Punkten einzugrenzen, helfen euch Seiten wie geizhals.de, wo ihr die Auswahl genau nach euren Ansprüchen filtern könnt. Welchen Monitor könnt ihr empfehlen oder wollt ihr euch noch holen? Was ist euch bei Monitoren wichtig? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch solche Videos gefallen, abonniert doch den Kanal, gebt einen Daumen nach oben und teilt das Video mit allen Leuten, die ihr kennt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!